48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, Dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 18. und damit zur letzten entscheidenden Episode des YPC Boat 2025. Das Finale ist heiß angelaufen. Aktuell führt Bite of Bleak mit Full Card und bereits 2 Fischen über der magischen 100-Punkte-Marke. Nace folgt ebenfalls mit Full Card, aber einer etwas schwächeren auf Rang 2. B1 und Lawrence haben jeweils zwar noch Platz auf dem Board, dank ausschließlich guter oder gar sehr guter Wertungsfische, aber dennoch eine Top-Ausgangslage für die schicksalhafte zweite Halbzeit. Für LMAB sieht's nicht ganz so rosig aus. Johannes und Enrico mussten sich mühsam durch Massen von Kleinzandern angeln, bevor immerhin ein besserer Fisch den Weg in den Kescher fand. Auch Bullseye und Savage Gear werden zulegen müssen, während Sunline dank des deutlich besseren Punktedurchschnitts im Vergleich günstigere Aussichten darauf hat, den Anschluss nach oben wieder herzustellen. Trotz aufgezeigter Tendenzen ist aber noch nichts endgültig entschieden. Und wir haben ja schon in der Gruppenphase gesehen, welch verrückte Wendungen in nur wenigen Stunden möglich sind. Bevor der Vorhang ein letztes Mal aufgeht, ein schneller Blick auf die Karte! Sunline versucht weiterhin, den überragenden River Day auf der oberen Meerweide zu reproduzieren. Alle anderen Teams befinden sich auf dem Großgewässer. Bite of Bleak und auch Team LMAB angeln relativ zentral im Völkerrack. Nace, im Westen des HV gestartet, angelt inzwischen im mittleren Teil. Savage Gear etwas weiter westlich, nahe der nördlichen Uferlinie. Lawrence und Bullseye fischen nach mehreren kleinen Spotwechseln nun an der Südseite der Insel Tinschemeten, die B1 schon seit Beginn beackert. Und wo der leiernde Frank sich fragt, wie es wohl gerade steht. Ja, wenn man das wüsste, also die Zuschauer wissen alle mehr. Die sehen das Board, wir sehen es nicht. Wir sind genauso gespannt auf die Folgen wie ihr da draußen. Jetzt sind wir natürlich im Finale. Sowas von geil, wir konnten es wiederholen wie 22. Und wir freuen uns schon auf die Folgen. Das wird schon ein Knaller, aber ihr wisst, wie es steht, wir wissen es nicht. Wir geben weiterhin alles und gucken jetzt. Wir brauchen einen Ausnahmefisch. Wir brauchen einen großen Zander, 80 plus, oder einen großen Hecht über 1 Meter. Sticker? Ich denke, das ist ein guter Fisch, ja. Wenn es ein Barsch ist. Zum Glück haben wir einen Zwischenstopp noch gemacht. Ich war eher so Team nicht Zwischenstopp. Aber Tim hat gesagt, ja, lass mal hin. Das fühlt sich aber nicht wie ein Barsch an tatsächlich. Zander, ja. Aber schon mal einer auf dem Board. Der hat wieder aufs Netrig gebissen. Durales Wrigglenet Slim, Farbe Nude. Für meine Lieblingsfarbe, so ein schwarz-rot. Eigentlich für Barsch. Ich glaube, der hat so gerade Maß. 47. Schöner Fisch. Und der geht zurück. Wunderbar. Weiter geht's, vielleicht steht noch ein Barsch da. Kann durchaus sein. Das werden wir jetzt mal überprüfen. Da ist er dran. Siehst du das? Er hat zweimal getockt. Es war ein Riesenbarsch. Es war ein Riesenbarsch. Wirf. Ja, es war ein Riesenbarsch. Der war direkt dran am Jerk.
Sauber, Mann. Guter. Auf jeden Fall 60 plus, Mann. Ich kann es euch sagen, der Biss, der war auch nur so. Ja. Ich wollte schon wieder gar nichts mehr sagen. Nicht, dass der auch nicht korrekt hängt, aber der hat sich den hier weggenommen. Auch schon lose. In dem Fall machen wir jetzt auch noch ein bisschen, ne? 9er Bleak Shed, Electric Chicken. Krass gute Zanderfarbe, wer es noch nicht ausprobiert hat. Ich musste niesen eigentlich, aber jetzt nicht mehr. Jetzt hat ein bisschen. Der Fisch ist mindestens 60 plus. Sauber, Mann. Sauber. Yes. Tippitoppi. Tippitoppi. Wurde doch mal Zeit, oder? Ja, Mann. Oh. Liebe Leute. Was haben wir denn hier? 69 für die 5, ja? Also 70er Zettler. Tippitoppi. Steht sogar eine 7 vor. So, ich nehme ihn wieder rein hier. Schwanzwurzel, zack, pum, pum. So langsam aber sicher geht's. Jetzt müssen wir aber trotzdem überlegen, Dachsler. Weil, wenn wir die Power nutzen wollen, dann brauchen wir keinen. Dann müssen wir theoretisch keinen Chicken fangen. Noch jetzt. Macht doch so viel Spaß. Es ist krass. Bing, bang, boom. In der Freizeit hier die Angelei, ganz krass. Tim will's auch machen? 5 Würfe hast du. Tim 85, aber Scheißdreck. Also komm, 10 Minuten noch. Ja. Wir setzen uns immer Limits an den Spots. Eigentlich müssten wir genau jetzt abhauen, aber wenn man natürlich einen 70er Zander fängt, dann macht man noch 10 Minuten. Wobei man sagen muss, die Konkurrenz ist so stark. Ja. Da kann auch ein 70er Zander am Ende zu klein sein. Wenn es bei Savage Game mit Hecht gut läuft oder bei allen anderen auch, dann braucht man schon einen 100-Punkte-Durchschnitt. Keine abwegige Hypothese. Für den Moment hilft der zweite gute Zander aber auf jeden Fall weiter. Guter Start für Johannes und Enrico, die sich nun offenbar besser auf die am Morgen noch eher passiven Zander eingestellt haben. Zum Jiggen vom Boot benutzen Johannes und ich gleichermaßen die 7 bis 28 Gramm Rodfather. Spinning, wie man unschwer erkennen kann. Das ist eine Route, die also wirklich für so kleinere Köder zum Jiggen hervorragend geeignet ist. Alles so zwischen 9 und ich sag mal auch vielleicht 11 cm nicht zu schwer bebleit, ist überhaupt kein Problem für die Route. Macht riesig Bock und hat eine fantastische Rückmeldung. Oh, der sieht nicht schlecht aus. Ja, ein bisschen besser, ja. Aber hier seht ihr auch die Route mal live im Drill. Oh, ist auch nicht schlecht. Der kleine, der leichte Kopf, ja, genau, scheint jetzt die größeren Fische ein bisschen mehr anzusprechen. Da haben wir den Kollegen. 56. 56. Ein wunderbarer Fisch. Das mal hier vor dem Kescher machen. Top munter. So, es beißt, es beißt. Unfassbar. Ey, das schmeißt den Jerkin, das ist ein Riesenbarsch. Das glaubst du ja wohl nicht. Ja, du machst mal eine Sekunde Pause, wirfst die ganze Zeit hier in die Ecke auf immer. Ey, ich glaub's ja nicht. Das war ein Riesenbarsch. Åh helvete grabbar, nu smäller det snart! Hey, speak English on the boat. Yeah. Hey, I think our cameraman. Yeah, we're not anchored anymore. Whoops. He's sitting on the foot pedal. Oh, maybe it was the way for us to. I think it was a sign from God that we needed to go. Oh no. Das müsste schon reichlich mit dem Teufel zugehen, wenn wir hier mal eine Stunde weg sind. Ich habe ja noch nicht ein Angelboot gesehen. Dann kann man nicht mal in Ruhe ein Ei pellen. Na gut, wir lassen Christian mit seinen Eiern allein und schauen mal, was bei Lawrence los ist. Okido, power hour is over.
Good thing is it brought us to okay Zander, 60s. Bad thing is we saw many more and bigger fish, but didn't react well. Not as well as yesterday. But hey, that's fishing. We try a few more spots for perch and then we go pike fishing. Let's go. Let's go. So for those big bait enthusiasts out there, quick tip: if you want to swap around your line throughs, just get a little snap on your main line, and then you can swap around those line throughs easily. You don't have a big extra leader on your whole system. And I'm whipping out the Old Reliable, which is the 32 centimeter horny brim. Let's go. Just one kicker and a decent pike. Ja. That's what we need if we can get to pelagic casting. Okay, irgendwas müssen wir machen, das bringt hier nichts. Wie bitte? Irgendwas müssen wir machen, das bringt nichts. Ja, entweder Spotwechsel oder wir machen Gewässerwechsel. Nachmittags, wenn das eine schöne umslippt, dann fangen sie wieder an zu beißen. Pass auf. So mancher fährt noch aufs Dings. Ja, ja, die haben gesagt, wenn es bis mittags Kacke ist auf dem Haringfliet, dann slippen sie um. Weil die Zander sind zu klein am Hafer, wie gesagt. Tief, mal kurz probieren. Irgendwas ist ja gerade gestorben, ist ja tot. War ja vorher aktiv, jetzt ist es tot, als ob Steine oder? Tide. Wenn du tief angelst, wo würdest du es machen? An Steinen oder? Ja. Kescher rein. Renn. Ey! Alter! Oh. Ich bin einmal in diese Spundwand reingedroppt, ja. Rausgezogen und dann bumm. Der hat genau dahinter gehangen, ey. Ist das geil, Leute. Oh. Das ist wie Zander zu den Barsche schon, ey. Oh. Ei. Alter, geil. Wichtig. Das ist jetzt nicht der Riesen-Endfisch. Ist egal, der ist schon gut. Aber der ist schon gut. Ey, der ist doch geil, Alter. Das ist ein richtig schöner Fisch. 41er. Nö, sowas ist er nicht. Hätte ich jetzt gesagt. Na, guck mal, wie lang der ist. Schauen wir mal, was das Board der Wahrheit sagt. Ist vorne dran. 46,5, das sind 47 Punkte. Oder 47 Zentimeter. 47er Barsch. Richtig geiler Fisch. Ja, richtig schöner Barsch. Jetzt braucht man noch einen davon und dann müssen wir irgendwo einen Hecht herzaubern, weil heute wollen sie nicht buckeln. Aber zuerst die gute Dame zurück. Ganz viel Liebe fürs Vorbeischauen. Mach's gut. Noch ein, Paul! Noch ein! Das ist jetzt geil, aber das war Alter. ein krasses Angeln. Wir haben ja unter diesen, was hier so weggebrochen ist wie so eine Spundwand drunter. Und ich habe da jetzt 6-mal in Folge gehangen, also immer angeditscht. Jetzt habe ich einmal bis ins Schwarze hinten, also unten, was ihr jetzt nicht mehr sehen könnt, so ein bisschen reingeflitscht. Kurz stehen lassen, einmal gehangen, absinken lassen, rausgekegelt und dann im Aussegeln. Und dann hing er dran. Trailerhook war jetzt, glaube ich, extrem wichtig. Sonst hätten wir den verloren. Geil. Gucken. Einen noch. Einen noch. Und dann muss man Hecht. So, probieren jetzt noch mal hier ein bisschen finessiger, ein bisschen tiefer, weil es gerade eingeschlafen ist, das Beißen. Vor allem auf Barsch. Ich schleife eine Craw. Gibt aber auch Zander auf dem Spot. Mal gucken, ob davon irgendwas zumindest ein bisschen aktiv ist. Jetzt geht's Krautangeln und es geht erstmal eine Ladung Sonnencreme. 50er für Team Toastbrot, zu dem ich zähle. Also kurz eincremen und dann ab ins Kraut. Wir wechseln jetzt den Platz, wir wechseln auch die Fischart, denn Zander haben wir jetzt eigentlich echt einen soliden Schnitt von 2 Fischen mit 75 und 70. Aber wir brauchen zwingend natürlich auch ein paar dicke Barsche. Die Konkurrenz schläft bestimmt nicht, gerade was die Barsche angeht. Und von daher jetzt komplett andere Angelei, jetzt geht's auf Barsch. Yeah, we have it. Go on, it's okay. It's okay. Better to have it than not to have it. There you go. Good job. 36. Small perch, 36. But hey, it's the third one. Super nice fish. Oh, there it goes. Okay, see you. Nice one. Up to the next one.
Alter! Geil. Der ist zwar eine Nummer kleiner, aber erstmal haben wir ihn. 33,5. Ihr seht das. Also 34er Barsch für die Bewertung. Weg ist er. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, was wir noch kriegen, ey. Fisch. Es passt. Petri, mein Freund. Naja. Flotte. 63, ne? Den Freund lassen wir wieder schwimmen. Hoffen wir, dass die Zander heute auch noch flach stehen. Ist ein bisschen weniger Wind und Welle drauf. Trübung ist aber ähnlich wie gestern. Ich denke schon, dass wir vereinzelt Zander finden können. Ich überlege auch die ganze Zeit mal einen Twitchy dran zu hängen. Maybe we should take the power hour here. If we don't use it, maybe we shall take off the active target, or? Yeah. So we do it on for 1 hour. Maybe we see a fish in front of something like that, you know? Yeah, we can do it like that. We can see. Let's cast a few more. So, wir bereiten jetzt die Power Hour vor. Und da wir jetzt einen Fehlbiss hatten im ersten Zander, bauen wir da jetzt nochmal ein Drilling mit ein, als Dinger, dass die Fische auch wirklich sicher haken. Die Systeme von Pulka, einfach der Hammer. Kann man immer die Gewichte wechseln, je nach Belieben. Wir haben jetzt hier 7 Gramm Tungsten. Kann man bis zu 25, 30 Gramm machen. Und das je nachdem der Gewässertiefe und der Köderführung anpassen. So, dann werden wir jetzt gleich mal, denke ich mal, zum Spot fahren und dann die Power Hour starten. Gucken, ob wir da noch was Schönes Großes kriegen. Spot einfach eine Stunde Ruhe geben. Gucken, ob wir noch ein Zander-Upgrade kriegen können. Und dann wiederkommen. Am liebsten wäre es mir, wir machen jetzt ein Upgrade von einem Zander, fahren wieder zurück, machen ein Upgrade von dem 34er auf den 40er und dann werden wir uns dem Hechtangeln widmen. So we filled the cart with the 2 Zanders and 3 perch. So we're now on our pike area, trying to get a good pike, of course. As you might see, team B1 is close to us. They were already on the spot, but hey, it's a competition. We keep our distance, minimum 100 meters. And yeah, we have to share the spot now. It is what it is. So, also wir waren jetzt hier gerade in der Drift und dann kam ein anderes Team und haben sich bei uns vor in die Drift drin gestellt. Und wir bleiben mal cool und sehen das sportlich und haben lieber gesagt, wir fahren lieber außen rum und fahren komplett von denen ihrem Spot jetzt sozusagen entfernt, wo sie sich vor uns hingestellt haben, und fahren einfach von der anderen Seite aus rein. Dann gibt es keinen Ärger, keinen Zank. Wir sehen das sportlich und wollen auch sportlich und fair gewinnen. Und deshalb fahren wir jetzt rüber. Ja, fish. Go, 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 go. Drop it. Small, but we have it. Okay, you continue. That was a little stress. Small pike, but at least we have it. Full card, Mitch. Full card. No, okay, 62, whatever. Small one, but a start for the pike. Luckily on the stunner, I get the bite. Bye bye, beauty. Awesome. Full card. Und außerdem die Führung. Fraglich allerdings, wie lange die hält. Yep, might be, maybe. No, also not. Fuck. 33, it's too small. But it's the same than I did in the morning. Did a 33, and then you came with a 50, so do it. Können jetzt die letzten? Oh, Fisch. Sehr geil. Na bitte. Da ist er. Schön langsam.
großer Barsch. Der wird über... Komm ran. Komm ran. Das ist Surfing. Big Barsch Surfing. Big Barsch Surfing. Ah, da ist er drin. Oh, der ist gut. Volle Wurfdistanz. Wir sind richtig. Zum Wasser raus. Zum Glück habe ich eine Tobi. straffe Route. Tobi, wir ärgern uns nicht, aber wir geben uns gerade ein Battle mit einem Team, das auch hier ist. Und hier wird gekreuzt, dass wir uns nicht im Weg kommen. Aber manchmal ist das auch ein gutes Zeichen. Wir haben ganz fair nachgegeben und wurden jetzt sogar belohnt. Ja. Schöne Teil. Oh, das ist ein guter Barsch. Ja, mein Kleiner. Top, top, so muss es sein. Ja, müssen wir machen. Der ist 49, da ist er. Da ist er locker. 49 ist er. 49, er bleibt 49, ja. Tobi, der ist wichtig. Wichtige Punkte. Full Cut. Geil. Jetzt heißt es nur noch upgraden. B1 bleibt eiskalt. 6 Fische gefangen und kein einziger dabei, für den man sich auf dem Abschlussboard schämen müsste. Tobi und Frank gehen mit dieser bärenstarken Fullcard deutlich in Führung. Und nun wird erstmal überlegt, wie man die üppige Restzeit am besten nutzt. Kurzes Resümee. Wir haben jetzt den 49er Barsch da drin. Von daher Fullcard. Wir können den 43er upgraden. Wir könnten den 65er Zander upgraden. Jetzt ist der Plan, wir fahren jetzt auf Barsch. Probieren erstmal hoffentlich sichere Nummer, die großen Barsche noch zu fangen, 2 Stück. Und dann setzen wir wahrscheinlich nachher alles auf den großen Hecht oder großen Zander. Macht uns am meisten Spaß, wir so einen großen Schlappen werfen. Und vielleicht haben wir den Lucky Punch da noch im Kraut nachher, dass wir da noch einen rauskriegen. Da fahren wir jetzt rüber und ja, drückt uns weiterhin die Daumen. Bisher sind wir super, super, super glücklich. Jetzt geht's ab zum nächsten Spot. Tobi, super gemacht. Ja, Vollgas. Ja, wir wollten einen Spotwechsel machen und jetzt steht genau auf dem Spot steht ein Boot. So ist das beim Angeln, ne? Kann man ja nicht, gehört einem ja nicht das Wasser. Daher ist es, wie es ist. Original, als ob sie meinen Wegpunkt abgespeichert hätten, ich sag's dir. Es gibt 2 Optionen, wir fahren wieder zurück oder wir machen die Power Hour. Dann müssen wir uns jetzt entscheiden. Power Hour oder zurück. Wie spät ist es? 11:30 Uhr. Wir machen Power Hour, ist ja egal. Gut, also ihr habt es gehört, wir machen Power Hour. Da ist noch einer. Da ist er. Er kam. Ja. Er kommt immer noch. Ja, der kommt, der wird beißen. Ah, jetzt hat er eingedreht. Uiuiui. Da hinten 24. 24? Ja, das ist seine Schwester. Alter, der hat nicht gebissen? Nee. Der hat auf jeden Fall immer zugepackt. Das ist verfehlt, denke ich. Oh, nimm ihn! Der hat daneben geschossen, ne? Der ist daneben geschossen. Der war kein bisschen. Das Dinger? Ja. Gib's. Das Ding. Das Ding. Ready? Also Leute, notgedrungen und hochgepokert. Versuchen wir jetzt die Zander abzugraden. So. Vielleicht haben wir Glück, treffen irgendwo ein Hecht an. Ja, wir fahren hier an der Kante entlang mit Futterfisch. Und hier kann jederzeit auch ein dicker Hecht kommen. Hat man im Training auch. Mal gucken, mal gucken. Wir brauchen 100 Punkte Fische. Ja. Boah, what a tank.
Fuck. Oh, that was a 110? Yep. That was the kicker. That was the kicker we needed. What are they doing? They're just following. Just Bastards. Oh, that was a monster pike. Yeah, I think that was a pike that easily hit the 1.10 m mark, but just cruising underneath the bait. No intention of just attacking it, so yeah, we have the waypoint, we know where she is, and we're gonna give her a little visit later on today, because that was the one we needed. Bastards, jeez, yeah. Schupp. Muss ein Stück runter. Muss noch ein Stück, ja, jetzt. Sitzt. Der ist groß gewesen. Ja, Salzwasser. Oh, so groß ist er gar nicht. Der ist ja wesentlich größer aus dem Scope. Ich würde den mal kurz übernehmen, Paul. Dann haben wir hier 60. Jetzt guck mal, wie bucklig der ist. Der wäre eigentlich noch viel länger. Ich würde den schnell für dich präsentieren, Paul. Jawohl. Damit wir gleich weitermachen können. Das ist eine Stunde Zeit. Und dann kann er zurück. Mach's gut. Ich bin gespannt, wie es beim Jürgen und bei Paul läuft. Auf jeden Fall. Ob die wieder Hecht auf Sicht anwerfen, ich freue mich so auf die Aufnahmen, ne? Wie das wohl aussieht, ey. Paul und Jürgen haben heute, ich glaube, wieder River Day. Ich glaube, alle Teams sind im Delta außer die beiden, wenn ich die gestern richtig verstanden habe. Ich bin sehr, sehr gespannt, was bei denen auf dem Fluss geht. Die hatten ja gestern da einen Sahnetag. Also bei uns gestern, bei euch war es dann in der letzten und vorletzten Episode von Gruppe C. Und die sind heute wieder nach dort gefahren. Dort können sie alle 3 Spezies in überdurchschnittlichen Größen fangen. Wenn denen das dort gelingt, wäre das schon sehr, sehr geil. Weil alle sind im Delta und wir sind das einzige Team am Fluss. Paul hat gesagt, zur Mittagszeit beißen die großen Hechte. Deswegen werden wir hier mal den Hechten was Großes anbieten. Und zwar einen 25 cm Köder. Ich fische jetzt mit der Milf Hunter Junior, der hat bis 260 Gramm Wurfgewicht. Kann auch noch ein bisschen weiter nach oben. Jedoch ist sie aber richtig feinfühlig, ne? Also man kann damit tatsächlich auch 18er und 20er Gummifische angeln und spürt trotzdem die Übertragung, ne? Selbst wenn ich jetzt hier mit dem großen Köder mal im Kraut leicht hänge, merke ich das tatsächlich. Also ist wirklich ein kleiner Zauberstock geworden und hat sich wirklich ganz tief in mein Herz reingeangelt und auch richtig große Fische gefangen. Geil. Ja, ich mag diese Route. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich, der gar nicht mitangelt sozusagen, weil Johannes es einfach in Perfektion beherrscht, bin so angespannt, als würde ich selber angeln. Das ist hier eine ganz klare Teamaufteilung. Ich sorge dafür, dass alles passt. Halte Ausschau, ja, ist echt so. Halte Ausschau, dass hier wir mit dem Schiffverkehr nicht kollidieren, weil das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Wenn ihr vom Boot fischt und alleine seid, dann ist es sowieso sehr, sehr schwierig, immer alles im Auge zu behalten, wenn ihr auf den Screen guckt. Aber zu zweit solltet ihr immer einen haben, der um euch rumguckt, weil das kann saugefährlich sein. Deswegen Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Safety first. Und ich gucke gar nicht so viel auf den Screen. Ich achte hier auf den Schiffverkehr und manchmal, wenn die Luft rein ist, dann gucke ich ein bisschen mit. Aber mein Herz schlägt in, weiß ich nicht, auf 500er Puls. Ey, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Einer muss beißen. Hoffentlich 2. Eine Kanone, eine Kanone. Eine Kanone, eine Kanone. Kanone. So, hier ist der Spot. Hier ist die Driftstrecke im Flachen und würde jetzt hier auf die 2-Meter-Marke fahren, dann können wir ins Flache und ins Tiefe werfen. Da lang, Frank. Und dann können wir das richtig ausfächern, das Ding. Und ich denke, dass da auf jeden Fall Hecht und Barsch ist. Weil alle fahren immer direkt an der Innenkante lang. Und eben gerade kam ja auch die Barsche im Freiwasser bei uns an unserer anderen Stelle. Hey, let him up. Good. Just let him up. Talk to me.
It's a nicer fish, at least. Nice. And it's off. Good job, mate. Oh, man. 70 plus, at least. So I'm showing Mitchell's fish, because he is on a roll with the Zilla flanker. Nothing huge yet, but a little bit better, at least. Awesome. Must be N70. Let's check it. What is it? 70. No. 78. 78. Check. Almost 80. Perfect. Let's release it. Bye bye. Good job, Mitch. Yes. Well done. Lawrence knackt die 500-Punkte-Marke. Das andere niederländische Team bleibt vorerst glücklos und wechselt die Strategie. So right now we're gonna start the power hour. We have a special thing in mind, and that is pelagic casting for the Zander. Because on the shallows we found them up to close to 70 centimeters, and pelagic we know that we can find the bigger ones. And we already see the first one. So what we plan to do is just cast a soft bait close to those fish and spin them slowly over their heads and see how they respond, and hopefully get a big Zander in front of the lens. Der hat schon mal 2, 3 Köder gesehen. Hey. Kleine Nervensache. Die beißen heute wie verrückt, die Zander. Boah. Mit ihm, Alter. Mann, ey. Oh. Ist das aufregend schon wieder. Oh, guter Biss. Das war ein Zanderbiss, glaube ich. Wir haben ja 9 Köder drauf. Also sehr guter Biss. Was hier? Jetzt kommt er auch. Der ist Weiß schnell. der nicht. Der ist schnell. Schon zu lange hinterher. Den könnte man jetzt fast aus dem Wasser springen sehen. Jetzt sind wir noch hinten dran. Und jetzt dreht er ab. Riesentier. Riesenfisch gewesen, ja. Boah, ey. Komm gut hinterher, aber da fehlt irgendwie noch was, ja. Halt den Haring hier. Aber auf die andere Route. Ist auf, glaube ich, vorsichtig. Ist das Ding. Ja, komm. Schöner Fisch auf jeden Fall. Ja, schöner Fisch. An der Stelle liebe Grüße an Louis. Und danke für die Köder. Manchmal wollen sie... Alter, Ja. was ist mit ihm? Was ist mit Manchmal ihm? wollen sie einfach dann weniger Action. So wie der jetzt hier. Ja. Zange. Die Zander sind extrem zickig heute. Jetzt haben wir einfach mal einen anderen Köder probiert, den man richtig langsam angeln kann. Oder langsam angeln. Dass der hier rausspringt. Ja, Köder. Hey Junge, der macht sich die Alarm hier drin. Hier haben wir auf jeden Fall ein richtig schönes Upgrade. Richtig geiler Zander. Tipptopp, Herr Gasser. Tipptopp. So brauche ich Wir dich. pokern, wir pokern. Jetzt hier schnell auf die Scale. Obacht. Das ist 77. 77er Zander. 100 Punkte Fisch. Wir haben extra gerechnet. 100,1. Yes. Herr Gasser! So, aber nicht so lange rum, weil die Stunde läuft. Den lassen wir wieder zurück. Boah, Junge.
Ist eher aggro. Yes. Ein extrem wichtiger Fisch. Johannes beweist einmal mehr seine Klasse beim Pelagen, während Enrico sehr erfolgreich die Kollision mit Tankern verhindert. Bei den Zandern liegt LMAB nun klar vorn. Für Bite of Bleak dagegen läuft der Nachmittag bis jetzt eher Shitty. Yeah, it's right now. Yeah, because it's really not so funny that that our spots are all closed about participants, and yeah, I didn't see them the last days here. I don't know why they are there. I don't know. We will see. So we the only option now is to hammer this spot for over 2 hours, and we got an 80s in the morning. So let's try for another one. This spot also is good for a perch and also is good for a big pike. So if we get a big pike here, also good. We wanted to go to one spot. Nace was there. We wanted to go to our perch spot to upgrade the perch, and LMAB was there. So yeah, we'll go for the big fish here on the Sander spot. And you know what we say in Germany? Tell me. Me. That's funny. Was ist das? That's a nice joke. That's funny because we have to catch them anyway. Doesn't matter. Yeah. No. Perfect. Let's go. Get them. Funny, man. Fish. Nice. So, what is it? It's not a bite. I don't know, it's heavy. Okay, where's the net? It's heavy. Hook just on the outside. Yeah, maybe it's not 80 plus, but 70 for sure. Let's take it for sure. I can remove it also. Slow and steady. And in the net. We found the pike, Mike. The pike, Mike. Mitch. On the Twitch, Mitch. On the Twitch, Mitch. Well done. Thanks. It's just fun to catch fish, guys. This is why we go fishing. I myself, I'm not really normally only big fish guy. I just like it to fish, be out there, get some bites. And that's what we're doing right now. The sun is shining, the mood is good, and the fish are biting. That's good. Another 70 plus, I would say. Whoop, it's taking a wee in your boat. Oh well. Well. Check the length here. 77, the next one. Now we need 90 plus, preferably. Yeah. That's check. what we need, Simon. Put it back. Alive and kicking. Next one. Boom. It feels almost like I'm sea rigging here. We're spot locked on a spot where we get 3 bite contacts now. And I'm fishing a little Berkeley Dextana. And I'm fishing it so slow. I just cast it out there as far as possible and twitch, wait 2-3 seconds. Twitch, wait, really long waits. Really let it suspend there because we know the pike are there. Just need to get the lure in front of the fish and then just tease it, tempt it. And we saw this one as well. It was hooked with only one of the hooks right outside of the mouth. So they're picky, but we found something to catch them. It's not a huge one, but hey, it's an upgrade. Kinder und Jugendliche, jetzt seid endlich ihr dran. Die Community hat danach verlangt und wir setzen es um. Am 29. und 30. Juli 2025 filmen wir den YPC Fans Junior Edition. Wie immer angeln 4 YPC-Profis beim YPC Fans mit. Dieses Mal sind es Meistermacher Luis Mendes, YPC Bank Champion Ton van Ham, Shooting Star Johannes Gasser und Hechtprofi Max Guder. Doch anders als in den Vorjahren werden keine Volljährigen, sondern Anglerinnen und Angler von 10 bis 17 Jahren mit den Profis um Preise und Medaillen fischen. Alle Details über das Event und natürlich zur Anmeldung findest du per Klick auf den Link in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Schlussphase der YPC Boat Staffel 2025. Leute, mal ein ganz ernstes Thema. Bis vor kurzem dachte ich wirklich, niemand macht so krasse Deals wie wir. Und dann das. Endgegner, Knockout, Finito, bis zu 50% auf alles.
Sag mal, Snox, geht's noch? Zum Glück sind die nicht in der Angelbranche. Und jetzt kommt's. Hast du immer noch nicht genug? Dann sparst du mit dem Code Hecht und Barsch 5 nochmal 5% extra. Was? Was hast du gesagt? Das ist nicht dein verdammter Ernst. On top gibt's auch noch Geschenke. Klar, warum nicht? Nur vom 4. bis zum 11.05. die Snox Deal Week auf snox.com. Den Link dazu findet ihr direkt in der Videobeschreibung. We're finding the fish. They're just following so far. Frustrating. But that's a bit, you know, it's part of the game. You see a lot of fish following, and some days you have 1 out of 2 that takes it, and sometimes it's 1 out of 10. So just need to keep grinding, and it's a numbers game. It's a numbers game, yeah. Was sollen wir machen? Was machen Sachen? Ja. Das fühlt sich auf jeden Fall nicht gerade so an, als wäre das Wasser hier in Beißlaune. Was machen? Machen Sachen. Wir können einen Wechsel machen, weil hier ist ja jetzt gerade nichts. So, ich glaube, jetzt gleich knallt's. So, nächsten 3, 4 Würfe. Ja, Anstoßer. Junge, hä? Gerade zum Kameramann gesagt, ich habe das Gefühl, gleich knallt, da kriegt Tim einen Anstoßer. Wo hast du den? Ja. So, wir machen jetzt einen High-Risk-Move. 2 Gründe. Beißen ist irgendwie eingeschlafen und wir haben das Gefühl, wir kriegen hier nur die kleinen Fische und wir brauchen, um im Finale bestehen zu können, auf jeden Fall größere. Deswegen Gewässerwechsel, High-Risk-Move, all or nothing, kann klappen, kann aber auch voll in die Hose gehen. Drückt uns die Daumen, dass das klappt, ey. Nace macht sich auf in Richtung Volkarak, während bei LMAB und Sunline quasi zeitgleich die Power Hour endet. Aus und vorbei. Nochmal wieder gekriegt. Sollen sein. Vielleicht hat er für die Various was gebracht. Stress pur hier. So, die Shoot and Jerk kommt weg. Das ist nämlich unsere pelagische Route. Die brauchen wir heute nicht mehr. Höchstens ich schmeiße ein Spinnerbait damit. Und jetzt wird nochmal auf Barsch geangelt, voll konzentriert. Wir brauchen 2 dicke Dinger. Gestreifte. Ja, das ist jetzt hier nicht mehr so ergiebig alles. Und wir haben also durchgerechnet, es ist vielleicht sinnvoll, dass wir irgendwo auf einen 90er Hecht in irgendeiner Buhne jetzt plädieren. Also machen wir Buhnenhopping von Buhne zu Buhne. Paul wird das durchschattern, ich werde da mal mit Jerks in die Mittelbereiche werfen. Und dann hoffen wir, dass ein Hecht beißt, zumindest für die Full Card. Ich denke, das schaffen wir. Oh, Biss. Fuck. Piep. Wir haben gesagt, wir setzen die Drift nochmal deutlich weiter oben an, weil hier noch ein bisschen Wind drumherum drückt. Das Wasser ist hier was drüber und hat direkt im zweiten Wurf einen Biss. Hing tatsächlich nicht. Also kriegt er mein... Oh ja, Oha. Oha. Was ein Hecht. Oha. Schmeiß mal hinterher kurz. Mal gerade abankern. Hier ist das Beweisstück. Einfach ein Lamelli abgezockt, der Lümmel. Wir haben kurz abgeankert, in der Hoffnung, dass der Hecht noch scharf ist. Wenn der Köder abgebissen ist, ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass ein Hecht war. Es kann auch ein besserer Zander gewesen sein. Aber das werden wir nur herausfinden, wenn wir ihn jetzt fangen. Trailerhook mache ich wieder drauf. Der Fisch hing aber tatsächlich kurz. Also ich bin mir unsicher, ob der noch mal beißt. Kraut machen wir ab und wir sind wieder good to go. Vamos. Fisch. Barsch. Nein! Ich schwör's dir, das kannst du keinem anbieten, Mann.
Jetzt fuckt's mich langsam echt ab, muss ich sagen. So viel Pech. Ja. Okay, aber muss nicht sein. Da. Ja, ja. Ab! Ey, das gibt's nicht. Komm, zieh durch, zieh weiter. Langsam geht's an die Substanz. Ja, die. Nächster Fehlbiss. Ey, ey, ey. Oh, das war ein guter Fisch. War richtig krumm. Sowas geht dann schon an die Substanz, ne? Wenn man merkt, okay, Fische sind da und auch gute Fische, weil da war gerade richtig Gewicht hinter. Wir hatten gestern nicht so viele Fehlbisse, die hingen wirklich, also da hingen... Ja, gestern hing einfach alles, sie hatten gestern Bock. Aber in anderen haben sie schlecht gebissen gestern. Also ich bin mir sicher, dass heute Teams ja, na klar, richtig krass nee, rasieren. darum geht's ja gar nicht. Aber ich glaube mal, das sind auf dem Krautfeld da oben, wo wir morgen auch hin wollten. Alter, da wird der richtig, also der wird ja richtig was rausholen da. Weil da kriegst du ja immer was auf dem Feld. Immer. Du weißt, so auf Basis von gestern, unser Feld da oben von dem 1,24 besser Fisch. Guter Fisch. Guter Fisch. Oh, yes. Guter Fisch. Ich glaube, ein Zander. Fühlt sich Zander? Nee, Hecht. Guter. Ah, ist ein guter Hecht. Alles gut. Yes! Oh, endlich. Finally, ey. Yes, man! Da sind wir. Das ist die Full Card, mein Freund. Das ist die Full Card. Full Card, Baby! Hier ist der Fisch. Boah. Knapp gehakt. Digga, der ist übel. Das ist 95. Meinst du? Ja. Tut mir leid für meine... Vorne liegt er an. Guck mal her. Macht der 93 locker? Ja, brauchen wir nicht übertreiben. 93. Ja. Wunderbar. Geil. Alright, hier ist der schöne Fisch. Der geht da wieder zurück. Waren jetzt 2 Kontakte hintereinander hier in dem Krautfeld. Tim geht jetzt auch wieder. Ah, nice. 94, ne? 93 war der, oder? Ja. 93. Geil. Der Bereich hier war den ganzen Morgen belegt. Vom Terrier aus Berlin. Und jetzt haben wir gesehen, er ist weggefahren. Wahrscheinlich hat er seine Meterfische schon. Und jetzt sind wir, ja, haben wir eine Stunde ruhen gelassen. Sind jetzt auch da drauf. Also jetzt nicht Spotgegeier oder sonst was, sondern wir haben ja selber im Training gefangen. Wir haben ja gestern selber gefangen auf unserem Lake Day. Wir wissen halt, dass hier dicke Fische sind. Also wir haben zuerst den 1,24 Spot gefischt, kam nichts, jetzt fischen wir den. Und hoffentlich kommen jetzt noch ein paar Zander am Flachen, weil der, vielleicht hat er, glaube ich, 47er, der sollte nicht stehen bleiben. Wie ihr merkt, wenig Zeit zu reden. Ich werde mal das Measureboard vom Hechtkot befreien. Meine Hände vom Hechtschleim und dann boom, geht's weiter. Die nächste Full Card. Bullseye rückt wieder ran. Uns bleibt zu hoffen, dass die doch recht zähe Mittagszeit langsam mal vorbeigeht. Der Terrier aus Berlin ist derweil an der Slippe. Ich glaube, Veit Wilde war hier. Er hat seine Gummistiefel vergessen. Ich fahr das Auto hoch. Ja. Komm, Lade, renn in die Bude. Alright, we're gonna knock it off. Yep. Compared to pre-fishing, hardly any good fish. We had a couple following, but they didn't commit. So we're gonna head out and continue, well, a mix. Hugo's gonna twitch it, and I'm gonna continue with the big baits. And because we still have a fairly empty cart, so we know on the spot where we're gonna fish. We can expect zander as well as big pike, and the most fun thing to do is get a big pike. So yeah, let's focus on that. Skip the live fishing and just have some fun. Aber lange Zeit verloren haben wir nicht, Alter. Halbe Stunde. Ist so, ne? Ja. Jetzt geht's hier weiter. So, erster Wurf hier am neuen Gewässer. Hoffen wir mal, dass sich das gelohnt hat. Jetzt auf dem Weg bis runter, wir hatten so eine Steinpackung auserkoren, weil da die ganze Woche halt immer viele Boote standen und auch dicke Latschen geworfen haben. Da wollten wir eigentlich hin, aber auf dem Weg hierher ist uns hier so eine, auf der Navionics-Karte, so eine Bucht aufgefallen. Hier ist ein bisschen Schilf, auf der anderen Seite ist noch so eine tiefe Bucht. Da ist Einfahren auch verboten im hinteren Bereich. Das bedeutet, dass es immer ein bisschen tiefer ist. Also wenn wir jetzt hier, Paul wird ein bisschen schattern, ich werde ein bisschen jerken. Und irgendwo werden wir ja wohl einen Hecht fangen. Das ist jetzt unsere Hoffnung. Wir brauchen unbedingt einen Hecht jetzt.
Ausgestiegen. Ich sag nix, Sascha. Das kannst du keinem anbieten, ich schwör's dir. Aber sie sind da und sie beißen. Auch wenn sie nicht gut beißen, sie beißen. Oh, ist ein Zander quer. Ey, was macht der mit meinem Jerk? Aber der zählt. Der hängt im Kopfbereich. Oh, ist der reingeschabelt. Scheiße. Ich hab gehofft, der nicht. Oh, ist der reingeballert, ey. Der hat... Oh, hier, 57. Ich war so glücklich. Ich war mir sicher, das kann jetzt kein Zander sein. Fisch weg. Barsch? Ja. Groß? Kann ich schlecht einschätzen. Fisch. Ein großer. War nicht voll. Ja, kommen natürlich schnell zurück. Echt gutes Abend, Mann, das ey. Jawohl, jawohl. Jawohl! Oh, mein Gott! Nervensache hier! Das ist mehr als eine Nervensache, Leute. Drum-Ding. Oh, Leute, hey. Ich muss sagen, ich war dezent müde, dezent hungrig und dezent schlecht war meine Laune die letzten paar Minütchen nach den 2 großen Barsche. Aber lasst euch gesagt sein, wenn er Fische fängt, dann kippt die Laune wieder. Jetzt ist es wieder gut. Hab ich gefragt. Oh, ja. Ganz vorne. Knapp? Guck mal. Oh Gott, oh Gott. Boah, aber er wäre nicht mehr abgekommen, glaube ich. Und das hier ist sowas von Fuffi, glaube ich. Alter, er ist riesig. Könnte bald mein PB sein. Das Muster, so geil. So Leute, Moment der Wahrheit. Oh yeah. Was? 49. 49! Und da darf der geile Fisch auch wieder rein. Yes, Leute, yes. Danke, Tilly Bäumer. Yes! LMAB trotz allen Widrigkeiten. Vor dieser Folge sah es nicht danach aus und es fehlt natürlich auch noch der Hecht. Aber gut 2 Stunden vor Ende bringen sich Enrico und Johannes in Position, um die Top 3 anzugreifen. Der Österreicher macht sich so seine Gedanken. Also ich würde, wenn noch ein dicker Barsch kommt, recht schnell. Vielleicht noch, also ich würde auf jeden Fall 10 Minuten dranhängen zum noch einen dickeren Barsch fangen vielleicht. Ja. Okay. Oder ja, das ist schon viel. Ach so meinst du? Ja. Um den 70er rauszuhauen. Ja. Nur wenn sie jetzt on fire sind, kann natürlich sein, dass jetzt eine Stunde lang wieder gar nichts passiert, aber glaube ich nicht. Oh, ist das eine leckere Aussicht, ey. Oh, ich liebe dieses Kraulangeln, ne? Puh! Ah, Fisch! Oh, ich glaube, das Spot ist wirklich ziemlich geil. Da ist ein Zander. Wirklich? Ja. Oh, geil. Schöner Krautzander. Zander-Upgrade. Das war gutes Timing. Ich sag gerade so, Krautangeln ist geil. Soll ich geil. doch ein Chatterbait dranhängen? Nein, Mann, bleib beim Spinnerbait. Du hast gerade 2 Würfe im Spinnerbait gemacht. Das ist cool. Und nur zur Erklärung, warum ich den gerade so schnell gedrillt habe. Die Fische beißen super picky heute. So viele Fehlbisse, Aussteiger, die ich im Drill verloren habe. Einfach nur mal sicher gehen, Druck halten, weil es eben keine super stramme Route ist. Die hat halt, die Likeo kommt halt ein bisschen über ihre Parabolik. So kann man schön Kraut freischlagen. Die arbeitet schön im Drill, aber muss eben auch ein bisschen Druck halten, wenn die Fische nicht so bombastisch beißen. Nur das kurz zur Erklärung.
Und er hat glatte 60. Wunderbar. Schöner Turnierfisch. Richtig geil. Schöner dünner Krautzander. Dann geht er mal wieder zurück. Wieder mit einem kleinen Sprung, der ist fit. Und schwupps, weg ist er. Team Bullseye ist cooking. Ich glaube, es wäre trotzdem noch weit, weit von den oberen Plätzen entfernt. Aber wir buddeln uns langsam ran. Pum! Was poppin', mate? Herrlich. Digga, wir können ja immer noch Fische sein, nachdem hier Frankie, Alter, 17 Mal drüber gebügelt ist. Weil der hat, glaube ich, ein Stück weiter hinten gefischt. Aber ist dann wirklich die Frage, ist die Tide oder der Bereich? Ja? Ja, aber hochmachen. Das ist er. Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Schwarzbarsch-Opa. Ey, muss man sich so weit gefallen lassen? Das ist ja schon fast Mobbing. Das ist Berufsmobbing hier. Das ist in Fachkreisen bei uns in der Firma. Heißt er entweder Rocky Sharper oder der Schwarzbarsch-Opa. Das ist nun mal so. Das ist der Name, den du zornigerweise für mich entdeckt hast. Mr. Klein und Gemein. Frank Seetank. Nee, Leute. Frank Seetank. Wichtig ist, dass es auf Boot Spaß macht. Angeln muss Spaß machen. Das ist unsere Message. Selbst wenn man so einen super ehrgeizigen, über ehrgeizigen Typen hat wie ihn hier. Brauchst du ein Turnier. Ja, brauchst du. Genau. So guys, pike fishing is done. For now? For now, at least. We caught a couple, not huge ones, but at least some high 70s. It's good points. Good to have a full card. Now we're chasing upgrades. We have a 36 centimeter perch on our list that we need to get rid of. So our plan now is to switch back to perch fishing, try to increase that, and after that, freewheeling. We see what happens. We see what happens. Oh, Oi, Wake up, go! Just arrived at a new spot. I mean, our pike spots that have been producing the past sessions are just flat calm, hardly any wind, full sun, no overcast. So we had some followers, but as the day progresses, we don't see any activity at all. So we switched towards the windy side of the lake, and we have been catching good perch, zander, and a couple of pike here as well. And now I had a first contact of a pike that went completely airborne, chasing my twitch bait, and it just it missed it, but it was only like a 60 centimeter pike. It's good for the mojo, but not the fish we're after. What a bite. Insane. Still, how the hell did he not hook himself? Yeah, he pushed it out of the water. Ah, okay. Yeah. Fisch. Fuck. Da war ein guter Biss. Carolina Rig, warum warte ich nicht? Fisch. Zerik, Junge, Zerik. Boah, ich weiß nicht, ob das ein Barsch ist. Wenn es einer ist, ist er groß. Ich nehme auch einen 80er Zander, Johannes. Ja. Barsch. Ah! Ja. Was ein Teil. Junge, was ein Teil. Alter. Junge, Junge, Junge. Nervensache, wie groß ist der? Groß. Junge, ich habe ihn. Zerik, Finesse, Filet, Craw. Nenn dich jetzt Alter. Johannes Zerik. Nee, Johannes der Schleifer. Ja, die Schleifmaschine. Ja, Mann, wir sind durch mit den Barschen, Dachsler. Junge. Alter. Come on. Da war ich gut sprachlos, Alter. Ist so gut. Das ist eine Erleichterung, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wirklich nicht. Fisch. Shit. Dachsler, wir haben... Tunk einfach rein. Tunk einfach rein, das Ding! Junge, der Kescher fängt hier auch alles. Meiner ist der größte. Der schon wieder. So schnell. Ich habe noch die Farbe gewechselt eben. Den neuen Craw. Green Pumpkin Chartreuse.
Jo. Alter. Und die neue Craw. Prototyp. Craw, immer noch der Prototyp, aber der fängt und fängt und fängt. Holt ein Bierstatter. Jetzt gibt es ein Double Bierstabild. Geile. Ah, aber das ist ein schlechter Turnierfisch hier. Guck mal die Schwanzflosse an. So Leute, jetzt aber Moment der Wahrheit. Ist echt gut. Moment der Wahrheit. 47. Strich 47. 47. Sag ich ja, schlechter Turnierfisch. 40. Und ich würde sagen, Double Release. Sei groß und nimm's gemütlich. Let it rain! Für die meisten Teams bleibt es mühsam. Bei LMAB läuft's aber nahezu ideal. Top-Barsche, Top-Zander und das bedeutet ein besserer Hecht und man würde Tabellenführer B1 ernsthaft gefährlich. Zumal bei den Bootsspezialisten seit geraumer Zeit nichts mehr passiert ist. So, los, komm. Tschüss. Ja, wir können 80er. Wir können alles upgraden. Wenn du Chatterbait angelst, vielleicht kriegst du noch 49er. Ja, ich angel halt auf jeden Fall Chatterbait. Du angelst Chatterbait weiter und ich mach mal vielleicht noch mal einen verrückten Köder. So. Was Großes. Ja. Wir können echt 20 Punkte. Ja, doch. So, Adrian? So. Weiter geht's. Spot-Hopping. Du darfst Jas geben. Okay, now we try the, or we take our power hour because it's mounted, the active target is mounted at the bow, at the Lawrence Ghost, and so we only watch what's up in front. We are not searching active for fish, we are only watching maybe if his fish is turning around or so. We didn't use the power hour for the last 2 days to reach the final, but now it's just, we are standing, the wind's the right direction and we are looking. Let's start the power, maybe we'll find another fish because it's really important now. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Chatterbait, Lamelli, wir beide. Until the end. Oder zumindest mindestens noch 1,5 Stunden. Until 15 o'clock. Bis 15 Uhr. Und kurz davor entscheiden wir uns, ob wir noch weiter werfen oder was. Ja, ich glaube, dass heute eigentlich alle Teams so vielleicht. Oh, ja. Yes, ich habe den Biss gesehen, wie geil. Von Zander, oder? Ja. So ein zu kleiner, ne? Aber kann. Ne, der kann ja. Das ist 60er. Er ist wirklich der erste Wurf mit dem Chatterbait und dem Lamelli. Aber der hängt auch gut. Bleibt knapp 60, ey. 58, 59. Puja! Let's go, boy! Boah, der hat gut genäht, der Bruder. Ja, die Zander. Krass, der hat noch was drin. Ja, das ist krass. Was hat er drin? Einen richtig großen Fisch. Echt? Ja. Ey. Boah! Boah, der ist. Das ist eine 20er Roach oder ein 20er Rotauge oder sowas. Ein Aal. Ein Aal? Das ist ein Aal. Brutal, Junge. Guckt euch das mal an. Ne, macht er nicht. Naja. Doch, liegt vorne an. Geht drüber. 58,5. Da ist er. Bringt uns wertvolle Punkte. Und dann lassen wir ihn wieder schwimmen. Mit ein bisschen Schwung. Oh. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Schöner Fisch. Weiter so. Gib mir mal ein High Five schon mit der nassen Hand, das klatscht schön. Ah, schön. Jetzt erstmal einen Spotwechsel, Leute. Denn wir brauchen einen Hecht. Genau. So simpel, wie es klingt. Überall. So simpel ist es auch. Wir brauchen einen Hecht. Und nicht irgendeinen Hecht. Wir brauchen einen stabilen Hecht. Ja. Und anders wie wir es sonst machen, werden wir jetzt auf jeden Fall Chicken auf Hecht. Und zwar einer sogar ganz klein und einer normal 15, 18 cm. Weil das hat im Training hier für uns am besten funktioniert, in dem Gewässer zumindest. Deswegen mal gucken. Attacke, feuerfrei, Kanone. So, weiter. Weiter. Am besten nächste Buhnenstrecke, weil das war jetzt eigentlich ganz angenehm. So, Spotwechsel, wir sind jetzt im Fluss. Strömung. Kurze Einfahrt, also vom Großgewässer, vom Haringfleet geht es hier ab in eine Spy, wie sie auch heißt.
Und die Einfahrt hier, die ja, beangeln wir jetzt mal mit Chatterbait. Vielleicht auch mal mit Gummi. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Barsch. Machen wir nur 5 bis 10 Minuten und dann fahren wir mit Volldampf weiter rüber an unseren Vormittagsspot. Das ist so 6 Kilometer entfernt und machen da die letzte Stunde. Ja, wir haben den Barsch. Nachmittag war noch echt mau. Da haben wir uns den Barsch erhofft, am sicheren Spot. Aber wie es so ist, Leute, wie so sie angeln, kam es leider nicht. Mittagsloch dauert ein bisschen lange. Tobi. Tja. Eigentlich kommt jetzt noch mal die Beißphase. Also. Deshalb sind wir so zuversichtlich. Wir werden jetzt gleich noch zu unserem altbewährten Spot fahren, wo so viele Fische kamen. Und hoffen, dass wir da die Beißphase noch abgreifen können. Apropos Mittagsloch. Bei Nace war es bis hierher eher ein Mittagsabgrund. Ja. Was? Ja. Mann, das gibt's doch nicht. Scheiße. Oh, fuck. Carolina Rig sollte ein dicker Barsch werden. Ist ein kleiner Zander geworden. Auch ein Raven habe ich bewusst gemacht, weil mit dem, das ist ein Wurm, fängt man alles ganz gut. 55. 55? Naja, zumindest mal wieder ein Fisch. Wie gesagt, wird uns nicht weiterhelfen, aber wir wissen, wir machen ein bisschen was richtig. So, da ist der Köder. Raven. Ich hatte vorher schon Biss, das war aber sicher ein Barsch. Das hat man gesehen an den Sandpapierab-Rasplern auf dem Köder. Naja. Immerhin mal wieder ein Mutmacher. So einen könnte auch Savage Gear dringend gebrauchen. Yo, fish, yo. No! Goeie hook, hè? Come on! God. A good pike. Sometimes they're good, sometimes they're bad. And today everything goes bad. Today everything goes to shit. They're just hitting the lure, they're not biting. No. The fish is there, but they don't bite. They're only watching. So we have to do something. Krautbisse sind einfach nice. Freue mich schon. Tim und ich haben noch 1, 2 Tage frei, wir in den nächsten Tagen nur Kraut angeln. Ist das so, ja? Das ist so, mein Freund. Oh, yes, das ist der nächste. Das ist klein, oder? Ja, das ist ein kleiner Hecht. Woo! Ja, man, so. Oh. Mein Finger ganz nah am Hechtmaul. Der ist sehr, sehr safe zu klein. Aber ich halte mal eben dran. Der müsste, der muss über 70 haben. Die hat er auf jeden Fall nicht. Ne, ist ein 60er. Ist einfach Action. Geiles Angeln gerade. Das ist nice. Der geht mal wieder rein. Aber nicht lang draußen, der geht direkt wieder runter. Das ist top. My boy, läuft. Über die Frequenz kann sich Bullseye nicht beklagen. Für eine echte Titelchance fehlen aber noch 2, 3 Kapitale. LMAB benötigt dafür momentan bloß einen Hecht aus der oberen Mittelschicht. Mit 35 Gramm gleich. Wo ist der Spot? Einmal im Kreis. Oh. Beine? Jetzt kotze ich auf den Strahl, Alter. Das ist doch nicht... Oh, was ein Talk, ey. Ich anker hier. Der hat noch nicht gespürt. Mann! Fisch on. Guter? Nee. Aber Barsch? Ich glaube ja. Babybarsch. Brauchen wir keinen Kescher für. Babybarsch-Alarm! Oh Gott. 30 cm lang die Barsche. Ja, damit kommen wir hier nicht weit. Oh Mann. Upsala. Und zurück mit dir. Lange Rede, ja keinen Sinn. Zusammenbacken und Feuer frei. Und hoffen, dass wir da noch auf Chatterbait noch einen Glücksfang haben. Und Frankie noch mit einem schönen Schlappen noch ihn rausknallt. Ja, auf jeden Fall ist es Powerfischen, was wir hier machen. Ja.
Das ist für schwache Nerven auf jeden Fall. Nachhinein muss man dann natürlich, ihr seht ja wieder mehr Leute. Ihr kennt ja die anderen Teams, auch wo die jetzt angeln. Das schauen wir uns später an. Die Ergebnisse sehen wir auch erst heute Abend. Ja, unsere Message war halt, Spots zu wechseln, also auszuangeln. Gut, heute Vormittag lief top, nachmittags eher bescheiden. Fahren wir weiter zum nächsten Spot von heute Morgen und hoffen da noch mal vielleicht einen dicken Hecht zu kriegen. Aber da kam ja auch der Barsch. Alles möglich. So, ab zum nächsten Spot. Während der Spitzenreiter losheizt, steht ein Verfolger längst goldrichtig. Johannes! Oh. Unter Boot, Alter. Oh. Full Cut. Full Cut! Erst genau den, was man haben will, bevor man einen dicken fängt. Dass man, ja genau, ja, dass man entspannter auf den Großen angeln kann. Weil keiner ist immer schlecht. Oh. Hat er hier? Fuck, Alter. Volle Kanne, Alter. Voll. Beim Rausdrehen mit den Zähnen hier. Eieiei. Jetzt aber, ja, schon mal gefangen, deswegen hat das nicht so mit Anglern. Ah. Yes. Richtig gut. Der hat mehr als 80. Oh. 85. Geiler Fisch. 85er Hecht. Den lassen wir uns gleich zurück, bevor er mich nochmal nimmt. Da habe ich jetzt echt gar keinen Bock drauf. Und mit 85 tatsächlich unser kleinster Fisch in der Wertung. Yes, Leute, yes, yes, yes. Oh, was ein Angeltag, ey. Wir waren schon so oben, so unten. So ist es. Auf jeden Fall 2-3 Jahre gealtert. Das ist Angeln, Mann. Aber hey, das ist das Geile auch daran. Jeder man Wurf, weiß nie, was passiert, ja. Jeder Wurf kann alles verändern. Ja. Ihr müsst einfach alle anfangen zu angeln. Diejenigen unter euch, die vielleicht... Auf gar keinen Fall. Ich will meine Ruhe haben. Johannes hat natürlich Angst um die Spots. Auf gar keinen Fall sollt ihr anfangen zu angeln. So, Leute. Das ist das geilste Hobby der Welt. Und hier haben wir ihn. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn schon. 9 cm mit 21 Gramm Tungsten bebleit. Alles voll mit so ganz kleinen Beutefischen und wir passen uns an, angeln aber extrem schnell, um einfach aus der Masse herauszustechen. Was soll ich sagen? Nicht mehr viel. Nicht mehr. Ich würde sagen Full Cut. Full Cut, das würde ich auch sagen. Johannes hat einfach einen Lauf. Während die Konkurrenz strauchelt, fängt LMAB Fisch auf Fisch und löst B1 an der Spitze ab. Zur Halbzeit stand dort noch Bite of Bleak. Mittlerweile sind Jochen und Jonas aber auf Platz 5 abgerutscht. Und auch die Idee mit der Power Hour hat nicht gezündet. It's hard, huh? It's really hard. But I mean, like, it's a lot of fish in front of us, like a lot of those. Yeah, catch it. Yeah, I'm trying. It is frustrating. As some may can hear, my voice is a little rough. Not feeling too well since 2 days ago. So slapping in some painkillers and it is what it is. But if the fishing is good, you would probably not notice, but we have been so unlucky. No wind on the spots that we wanted to fish. The weather forecast has been a bit off. So now we are switching towards the side where there is a lot more wind, and we quite fast we got a good take, heavy fish, but it rolled off. Didn't even pull out the hooks, but like I said, heavy weight and a big swirl. Hopefully we can find another one that is active here. One good pike on the board, and then we'll probably switch towards perch or zander, because for us the pike fishing today hasn't been super hot, unless we're gonna find a bunch of them packed together here, and then we'll continue grinding this area. But I would say we feel kind of frustrated at the moment. Wir sind mal wieder am Spot, wo ich gestern 1,24 hatte und wir gestern eben auch gute Zander hatten. Wir hatten vorne ein ziemlich aktives Krautfeld, da waren wir jetzt irgendwann durch und hatten nicht mehr so viele Kontakte. Und hier hoffen wir jetzt eben entweder einen großen Hecht oder einen großen Zander zu bekommen. Full Cut haben wir.
eine okaye Full-Card, aber wir brauchen halt ein paar, wie man im Profi-Jargon sagt, Kickerfische. Das heißt, die uns viele Punkte geben und auf dem Board nach oben ziehen. Das probieren wir jetzt. Tim fischt einen Jerk, ich bleib beim Chatterbait Never Change a Running System. Und schauen wir mal, ob der Spot heute noch liefert oder ob das gestern so ein One-Hit-Wonder hier war. Also wir wissen, es ist kein One-Hit-Wonder, der Spot ist gut, aber es kann auch sein, dass wir den gestern einfach zu hart beackert haben. Aber Tide ist jetzt gut, wir haben noch mehr ablaufendes Wasser, Kraut ist gut, oben waren sie im Modus. Viele Indikatoren, die für ein gutes Beißfenster bei T-Bullseye sprechen. Aber schauen wir mal, was wird. Machen Bugmutter rein. Ja. Ja. Machen wir so. Machen wir mal einen richtig weiten Spotwechsel. Ja. Jo. Einmal quer rüber. Ja. Jetzt hoffen wir hier auf einen großen Zander. Ach, hier kann alles kommen. Tobi hat hier schon jetzt alles gefangen. Barsch, Hecht und Zander. Letzte Stunde läuft. Siehst du, das Wasser ist gleich drüber hier, ja? Die letzte Stunde hat geschlagen. Zumindest für den YPC Boat. Ja, hoffentlich nicht für uns. Wir sind nochmal an dem Platz, wo wir heute Morgen gestartet sind. Da lief es ja nicht so gut. Gestern im Training hatten wir hier einen dicken Hecht. Und den holen wir uns jetzt hoffentlich nochmal ab. Oder sein Bruder, Schwester, Mama. Mutter. Wir Kind. nehmen sie alle. Nee, Kind geht nicht. Ah ja, mal gucken. Ja, fish. Oh, oh no. Fuck! Mark it. Fisch an. Boah, guter Fisch. Guter Fisch. Das ist ein guter Fisch. Fuck, verloren. Das war so ein krasser Biss, Alter. Fuck, verloren. Fuck. Das war ein richtig großer Fisch. Fuck. Mann, jetzt ist was richtig Gutes eingestiegen und es steigt wieder aus. Ich kotze doch. Ah, nee, come on, fuck off. It's unbelievable right on the waypoint again, huh? You feeling kind of silly now. We're trying that spot where Hugo lost the Xander and see if we can get a Xander on the board and maybe get another spot in just before closing to fish for some pike and perch on another spot. Just a desperate attempt to get a full card, but now I missed another fish. I don't know, just speechless. Frustrating. Schon auffällig, wie viele Bisse heute nicht verwertet werden. Ein Finale der verpassten Chancen. Nur 2 Angler lassen so gut wie nichts mehr liegen. Oh. Kein Upgrade. Motoröl. Junge, den wollte er haben, so willst du die Weißen nicht gut. Mann. Egal. So ein geiler Biss auf voller Distanz, ey. Im Finger, pop, so richtig im Finger getockt, ey. Schnur im Finger mit dem harten Wind hier ist es immer empfehlenswert. Mega Fisch, ne? Nicht falsch verstehen. Oh. Ja, Hammer. 14er Perchet. Oh, ein richtig schöner, straffer. Ich denke mal so 3,64er vielleicht. Obergeiler Fisch. Die sind so voll gefressen hier. Die sind so reine Muskelpakete. Richtig geiler Fisch. Leider kein Upgrade. So, ruck. Nix auf. Ah komm, schmeißen noch. Hopp. Ist auch egal. Liebe YPC-Community, in dieser Box befinden sich alle Erfolgsköder des diesjährigen YPC Boat. Damit auch du richtig dicke Hechte fängst, unvergessliche Kirschen pflückst oder ein Zeltzander ans Band bekommst.
Und neben einem Preisvorteil von 85 € findet ihr hier noch ein exklusives Interview mit dem diesjährigen Gewinner. Diese tolle Zusammenstellung ist ab sofort für euch auf dem Hecht & Barsch Online-Shop erhältlich, aber schnell sein lohnt sich. Diese Box ist wirklich ganz stark limitiert. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super an Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und das kriegt ihr hier schon ab 16.900 €. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Und hier erhältlich ab 9.900 € im Angebotspreis. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. Ja, wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Driften jetzt hier noch so ein kurzes Stück ab, bis da vorne die nächsten Angler kommen. Dann haben wir noch 1, 2 Spots, die flussabwärts sind. Und dann soll es das gewesen sein. Wir hoffen auf den letzten Hecht. Ja, wir haben den immer noch nicht gekriegt. Eine Stunde ist noch Zeit, ey. Ja, ein bisschen Schwung in die Kiste. Ne? Hat's einen Biss? Ja. Yes! Nee, oder? Hat sich verdreht. Nee, ist ein Hecht. Ist ein Zander, ist ein Zander, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber es ist, glaube ich, ein Zander. Ja, ist ein Zander-Upgrade. Hier. Oh, der hängt nicht gut, Ich drehe hinten die rein. Yes! Da haben wir einen mit 60er. Der hat gebissen, weil ich am Boot gewackelt habe, Junge. Nice, Mann. Oh ja. Das ist mit 60er. Auf dem 17 cm Jerk. Einfach der 130 Kilo wiegt. Jerkbait-Verbot ist zu Recht aufgehoben. Nice, Bruder. Nice, Mann. Zweimal draufgehakt. Ja. Das ist so crazy, diese Krautzander, ne? Das hatten wir ja, war es im Training oder beim Lake Day, wo die auch zweimal draufgehämmert sind. Boah, da könnte sogar Richtung 70 gehen, ne? Richtig schöner Zander. 69,5. Yes! Fast 70. Guckt euch den an. Schöne Flecken, diese schöne Punktierung. Krautzander. Der ist richtig straff schon. Der darf wieder schwimmen. Der wird jetzt. Und ab geht er. Da schwimmt er weg. 70er Zander. Was sagen wir dazu? Slowly there's getting a shoe out of it. Ne? Das sind auf jeden Fall irgendwie 90 Punkte. Nice! So, next. Run and gun jetzt, Alter. Wir müssen die Fische finden. Fisch. Zander. Really? Of course, everything is entangled. It was the stupidest bite ever, man. It was just like... You caught a fish? Yeah! We got fish number 3 on the board! Yeah, It's a nice fish. It's a nice fish. I mean, it would have been great if we caught this fish like 6 hours prior. Yeah. On the new 12 centimeter whitefish shad, just spinning it above the grass with a 7.5 gram. 60.6 or something. Yes, Team Savage, back in the game. It's frustrating, but it's fun to catch a fish like this. And oh, my voice, man. Let's get it back and try to catch a couple more. Bye bye. Wie geil, dass du den Barsch gefangen hast oder den Bienenbarscher. Hammer. Fisch. Ja.
Komm, Frankie, ich bin hier vorne, lass die Rute. Komm, komm. Ruhig, 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 ruhig. Ruhig. Langsam. Ja. Oh, schöner Zettel. Schöner Zettel. Schöner Zettel. Schöner Zettel. Ja. Oh. Tobi. Oh. Mann. Geil. 62,5. 62,5 ist 63. Siehst du das? Ah, da ist er. Du bist ein Feier, Alter. Geil. Absolut. Tobi. Beißphase, Männer. Der Zetti bringt zwar keine Punkte, trotzdem hat Tobi recht. Die Fische wirken wieder aktiver. Mit Anbruch der Schlussphase schauen wir noch einmal auf den Zwischenstand. Aktuell deutet vieles auf einen Titel-2-Kampf zwischen LMAB und B1 hin. Lawrence, Bullseye und Sunline könnten mit einem Ausnahmefisch aber vielleicht noch einmal anschließen. Bei den restlichen Teams wiederum müsste es schon Schlag auf Schlag gehen. Was ist noch drin in diesem Staffelfinale? So, die letzten Spots. Jetzt hier noch so ein kleines Abteil. Jetzt haben wir noch wie viel auf der Uhr, Paul? Jetzt haben wir noch 50 Minuten. Wenn wir genau diese kleine Ecke hier schaffen und wenn wir keinen fangen, dann sollte es nicht sein. There's a fish. Fuck. Ein Hecht. Ach ja. So. I don't know. Okay, it's 67. 67. Yeah, no upgrade then, but I ride it anyway. So, nächster Spot. Und weiter geht das Trauerspiel. Ob heute jemand so eine richtige Granate gefangen hat? Safe, das sind schöne, Digga. Das sind schöne 1,20 Meter. Das ist ein Finalangler. Was denkst du, was ist der größte Barsch heute? 53. Henry Fiers und Gerald Vierhaut, weil sie privat angeln waren auf Crankbait. Nee, jetzt im Ernst? Ich glaube so 51, 52. Ich glaube Enrizi und Johannes. Boah, ja, das glaube ich auch. Auf dem Volkerak, wenn die da eine gute Ecke haben. Die sind auch echt heiße Kandidaten auf den Sieg. Ne? Ich meine, die hätten sich auch verdient. Enrizi und Johannes sind schon stark dabei. Ich glaube Nace. Das hatte dieses Krautfeld heute Morgen alleine für sich. Und wenn er da steht, wird da kein anderer drauf fahren von anderen Anglern. Wenn er das alleine heute den ganzen Tag durchgepflügt hat, Alter, da kommen 80er Zander, 50er Barsche und Meterhechte. Mann, ey. Was machen wir, Becky? Ich verstehe es auch nicht. Es ist ja nicht so, dass wir nur ein bisschen am Struggeln sind, wir kacken einfach komplett ab gerade. Ja, du musst halt auch Bite of Bleak sehen, ne? Die haben halt auch brutal performt, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass die den größten Zander haben. Fish. Better one. Better one. Better one. Nice. This is really better one. We need this really. Oh, fuck. Didn't see it. Did you see it? That's a big fish. That's a big fish. That's a big fish. Wow, that's a big fish. Please don't go under the boat. Strong fucking fish. Careful. Yep. Oh, that cannot be a zander. Must be a pike. But if it is pike, it's a really good one. Yep. Oh, that's a zander. It's a zander. There, come. Oh, no. You fucking lost it and we got it. What the fuck? Whew. Oh, that's crazy. That's really what we needed. Okay. What a strong fish. Not too big, but really strong. It's a good fucking upgrade. That's a 75. 75? 75. 75. That's perfect.
totally done. That's 100 points. Yep. Yes, buddy. Okay. Exercise. Fuck, he was aggressive. Fuck, this guy was... What a strong one. Huh? What a strong one. Ooh, fuck. Another one. Yep, take another one. There's time for another one. And now a one, then a 110 pike, then it will be funny. That was the one. Jochen. Mit solchen Kalibern könnte sich das Blatt doch noch einmal wenden. Jochen bringt sein Team auf Medaillenkurs. Lawrence rutscht aus den Top 3. What do you think? Make the time full here or go the last 20 minutes of the day to the green buoy? Which green buoy do you mean? For the perch? Okay. That's a good one, huh? I didn't expect this one. Maybe it's a bad decision, but you never know. You never know. If we get 1 or 2 more contacts, then we should go all in here probably. Yeah. 2 or 3 more contacts. For the big pike. We know the monsters are here. The real monsters. Yeah, they are here. Yeah, we'll take anything now. It's frustrating. Hey, fish. Oh, nice. Here we got our pike. Oh, it's a nice pike. It's a nice pike. You get in the net. So, it's 89.5. So that's 90 points. Sorry for that. Summer pike, always angry creatures. Yeah. Yep. Okay. Oh, nice pike. Nice pike. Whoa. That's an upgrade pike. Oh, full side. You can chill because this one is not ready yet. Maybe get the bag out of the water. Just say me when to net it. It's not ready yet, so. Not ready? Ready? It's not ready. It's even stuck in the weeds now. I got it out of the weeds, but it's not a monster. It's not a monster, but it's an upgrade. But it was a super cool bite, full side. It's a better one. Come on. See how all the weeds are getting cut here. What a strong fish, man. Yo, we have it. Okido. That took a while, a couple of hours. Awesome. It's 93. 93, yeah. 93 approved. Awesome. Boom. Okay, still not a super monster, but I'm very, very happy with this 93 pike. Yes. Well done, man. Oh, and the bite was so super cool. Just in front of the boat? Yeah, right in front of the boat. I just saw it coming out of the weeds and inhaling that sick vibe. 93. I'm happy. Let's get another one. Yes, let's get another one. So maybe we can get another one. Boom. Plötzlich Aufwind bei den niederländischen Teams. Savage Gear betreibt erfolgreich Ergebniskosmetik. Lawrence holt sich mit diesem Hecht fürs erste Rang 3 zurück. Ein direkter Verfolger hat allerdings noch ein echtes Ass im Ärmel. Haben es leider im Kraut nicht geschafft. Deswegen werden wir jetzt noch mal mit dem Livescope von Garmin noch ein paar aktive Fische im Freiwasser unterm Grund suchen und werden die dann anwerfen.
Futter bist du. Ja, ja. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Das ist schwer und groß. Eintüten, 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 eintüten! Yes! White Tiger, mein Freund! Ja, Junge, ich hab's dir gesagt. Der weiße Tiger. Geil. Ja, Mann. Ja, der hat schon, der hat vielleicht sogar einen Meter. Dünn ist er, Junge. Oh, yes! Ja. Herr Gassmann. Geil. Junge, wenn das ein Meter ist, dann versetzen wir uns raus, Zander. Junge, geil. Ich bringe auf die andere Seite. 14 cm Perchet, White Tiger. So. Da ist er, Leute. White Tiger. Oh, Leute. Geiler Fisch, Mann. Da ist er! Den messen wir jetzt schnell. Ja. Ist er dran? Ja. 1 Meter. Ja, ist das geil! Yes, Mann, Dexter, yes. So ein geiler, gesunder Fisch, Leute. Wahnsinnsteil. Der geht jetzt zurück. Alter, der wollte aber schnell weg. Dexter, du geile Sau. Und das meinte ich, Leute. Die Temperaturen sind so geil für die Hechte oder für die Fische generell. Die haben richtig Bock im Moment. Also jetzt ist es fast einfacher. Ich weiß gar nicht. Wir wissen es nicht, aber erstmal, weil heute so die Sonne scheint, lassen wir es regnen. Let it rain! Geil! So gut, Mann. Oh. Alles, was jetzt passiert, kann man ihn nicht beeinflussen. So, jetzt, Ist das der Fisch zum Titel? LMAB distanziert die Konkurrenz eine halbe Stunde vor Schluss um weitere 15 Punkte. Auch dank eines von Enricos All-Time-Favorites. Für mich ist Weiß eine absolute Topfarbe. Wie man es hier wieder gesehen hat. White Tiger, diese 14 cm, die fangen alles. Die fangen dicke Zander, die fangen große Hechte, ab und zu sogar auch mal einen richtig großen Barsch. Gerade in so leicht angetrübtem Wasser, so wie das jetzt der Fall ist, und zu diesen Wechselmonaten zwischen Spätsommer und Herbst, sind diese Barsche in Massen, in großen Schwärmen unterwegs und sind auch recht weißlich, also gar nicht so knallig von den Farben wie ihre großen Artgenossen. Und deswegen White Tiger. Absolute Topfarbe. Beweisen brauche ich das nicht, habt ihr gesehen. Fisch. Ab. Ich sag dazu nichts mehr. Ey, der gibt's nicht. Das ein Hecht war. Er hat sich ganz sachte eingehangen. Es kann schon ein guter Hecht gewesen sein. Oh, jetzt hatte ich einen Biss. Mann! Guten Biss? Ja. Was für ein Köder? Spin Chick, Blade Runner. Fish. Good one? No. Monsterfisch, 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 Alter. Monsterfisch. Sind das mehrere? Nee, ist einer. Das ist einer. Alter. Boah. Alter. Ich denke. Oh fuck! Nein! Kommt nochmal. Kommt nochmal. Das ist ein Hecht. Oh nein. Nee, ist noch da, ist noch da. Ja, beißt nicht mehr. Ist noch da? Nee, es beißt nicht mehr. Oh, hat er gebissen? Ja. In one cast, 2 takes, but smaller ones. I need the big one! You should be able to get a big one, like a 110 plus or something. If we can make that happen, it's going to be interesting, I think. Or the other teams must be doing really, really good, but then it's going to be interesting. We'll see. Ich dachte mir, Junge, nee. Danach habe ich es auch schon verstanden, weil dann hat sie... Passt, oder? Ich glaube, eine Brasse gehabt. Ja. A dream come true. A dream comes true. Junge! Eieieiei. Geil. Stinger im Finger.
zum Glück nur gehabt. So, Frankie wirft jetzt Lucky Punch-mäßig den großen Schlappen, die Mirosmaus. Und dazu kriegt er ja jetzt sozusagen das Live-Bild drin, dass er auch wirklich direkt im Wurf den Köder pullen kann und direkt auch gucken kann, ob er Nachläufer bekommt. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig, denn ihr wisst ja, der Hecht, der verfolgt Ewigkeiten manchmal den Köder. Und wenn man nicht weit genug auswirft und den nur vom Boot vorher kurbelt, dann dreht die irgendwann ab, wenn die zu dicht am Boot sind. Yes, der kam gut. Ja, jawohl, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. So, wir müssen das jetzt wirklich leider so machen. Das ist ein richtig geiler Fisch, aber wir haben nur noch 13 Minuten. Dann ist das Finale vorbei und deswegen müssen wir schauen, ob wir noch einen weiteren so einen Fisch kriegen. Hier ist der Fisch. Wird knapp über 60 sein, denke ich. 63, 64, 63, 63. Da ist der Fisch. Der geht mal gerade zurück. Der kann im schönen Tempo, du hast direkt gesehen, pum, so mögen wir es am liebsten. Ja, im Nachhinein denkt man sich auch, boah, wäre man mal oben geblieben. Ja, aber es ist danach immer leicht gesagt. Nice. Ja, Fisch. Nice. Get the net, get the net. Yeah, it's a baby. You do this. We got 10 more minutes. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Das wird das eh noch. Nein! Da hält ihr bloß dran, das ey. ist ein großer, aber das ist ein Full Card, Paul! Boah, her damit, her damit, her damit. Ja. Alter, geil! Müsst ihr mal schnell, ich würde hier noch ein paar Würfe machen, falls hier noch ein größer steht. Da ist er. Der wird doch Maß haben, Leute. Ja. Ewig nicht über so richtig gefreut. Schaust mal, der geht auf 60. Nochmal 60 Punkte geholt. Auf den letzten Meter. Ey, glaub's ja nicht. Schnell wieder rennen. Full Card. Fish number 5. Quick measure. It's a 77. Correct. Back she goes. Right. Let's go, let's go. I wanted full card, buddy. We went for big baits, but right now we need a full card, so. Anything. I see 7 more minutes on the clock, buddy. Yes, let's go. Let's keep the net in the water. A zander or a perch, let's go. Why do we catch fish right now like that? Fish. Nice. Ah, no! Oh, come on! That would have been the full card. Come on! It's completely in the style today. Nee, kommt. Tempo ist okay. Ja. Nein! Ah! Fuck. Tempo sah gut aus, wie er kam. Nächster Fisch? Ja. Ah, der geht runter, ne? Ja. Kannst du den Köder wieder dran machen? Ja, fahr du weiter. Junge, wir haben noch 7 Minuten Zeit. Also eigentlich noch 6 Minuten, bis es beißt. Wir bleiben weiter beim Powerfischen, denn wir glauben daran, dass wir auf jeden Fall 2 Routen oder Angeln oder Köder im Wasser behalten und so die Chance größer ist, hier noch einen Fisch in einer aktiven Drift zu finden. Ah, guck mal hier, da unten, da schwimmt was. Ja, okay. Fisch ist auf jeden Fall hier. Wir gehen in die letzten 5 Minuten. Für ein 34-Punkte-Upgrade und damit den Sprung an die Spitze bräuchte B1 ein kleines Wunder. Zum Beispiel in Form eines 92er Zanders oder eines 1,19 Meter Hechts. Dass im Rennen um Bronze noch etwas passiert, ist dagegen deutlich wahrscheinlicher. Lawrence führt aktuell mit knapp 11 Punkten. Bite of Bleak hat aber immer noch 2 Fische mit großem Upgrade-Potenzial auf dem Board. Und auch Bullseye und Sunline sind immer für einen späten Lucky Punch gut. Wer hat das letzte Wort? Okay, I go in the front for the last cast. Yep. Fish. Nice.
That's full guard fish. Let's go. Fish. Good one? Yes, better one, I think. I will see. But it's the last fish, I think. We're not going to lose this zander in front of the net. Come on. Yes. Full guard! What a struggle, Jesus. We did it, buddy. Did it. It's okay. Great. It's okay. Yep, and it's loose. It's okay. Here you go. It's okay. I'm done for today. That's nice. Really nice. Look how this beautiful zander took that gravity twitch. Unbelievable. It's totally gone. It's the last minute on the clock, so this is gonna be the last cast for me. It's 67. Oh. But it's not so small. It's a 68. No. 69. The black one, huh? Watch it. Cool. Ciao, ciao. Yeah, Jochen. Yep, great. Good job. You did it. Yeah, what a day. What a day. I feel a little bit crisp. I think my skin got burned pretty well. My skin got burned, my voice is all completely gone, so yeah, it is what it is. But we struggled. It was frustrating, losing so many big fish, so many takes throughout the day. If the good fish aren't staying on the hooks, you're facing an uphill battle, and all we had today. And Ja, wir haben uns verzettelt, Becky. Oder haben wir das falsche Pferd gesetzt, falsche Entscheidung getroffen. Das war gar nichts. Die zweite Tageshälfte war einfach nur für den Arsch. Ein ganz schöner Krimi. Ja, das war zum Schluss. Ganz egal, was da für eine Platzierung rausgekommen ist. Der Krampf in der Full Card ist mindestens halb so viel wert wie der Sieg. Das ist echt so. Dass wir das hingekriegt haben noch. Das war krank. Tough day. Tough day for us. Yep. We managed to fill the cart in the morning, but the afternoon was very, very slow. Only one upgrade, so. Es war nervenaufreibend, zwischenzeitlich was angespannt, zwischenzeitlich richtig good Vibes. Es war alles mit dabei heute. Es war für uns ein geiler Angeltag. Wir hatten zwischendurch richtig Frequenz im Kraut. Es hat gebockt, wir hatten ein paar gute Fische mit dabei. Insgesamt ein richtig geiler Angeltag. Wir haben alles gegeben, Wahnsinnsfische gefangen, unsere Höhen und Tiefen gehabt. Auf jeden Fall. Also das Boot war auf jeden Fall top, absolut top. Ganz neu für das Tournament, erste Fahrt mit dem Motor, mit der ganzen Technik. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und Freude und konntet euch auch ein bisschen amüsieren über die eine oder andere Situation zwischen uns beiden. Genau. Steht's jetzt, Eddie? Ja. 5-2 oder so? 5-2 auf jeden Fall Finale. Ist Tobi. Schön, nein, super, super schön. Das ist Teamwork. We have no idea what position, but the important thing for us was to reach the final, first time in the Netherlands. Yeah. We'll see. I don't think it's enough, but we will figure it out in a few hours. Für ganz oben wird es nicht gereicht haben, aber es ist egal. Wir hatten einen richtig geilen Tag. Ziel war Finale erreichen und das haben wir geschafft. War richtig geil. Yeah, we gave it our best and we got a full cart, so I'm really happy we made that last call to just go to a different spot and lost 50 minutes. Bam, bam, bam. 3 fish. Yeah, had a good time, lots of fun. Yeah, really fun in the boat. So. The products were perfect. Ja. So, thanks a lot for that. In dem Sinne möchten wir uns bedanken auf jeden Fall für Hecht und Barsch, dass wir überhaupt an einem YPC-Boot dran teilnehmen konnten. Danke an die Zuschauer, dass ihr so reges Interesse daran habt. Wir bedanken uns natürlich bei unseren Sponsoren. Das ist natürlich Bullseye, für die wir angetreten sind mit den geilsten Routen. Duo hat uns mit richtig geilen Ködern ausgestattet. Echolot-Experten mit der super geilen Technik und die wurde natürlich befüllt mit Batterien von GM-Tech. Wir würden uns noch einmal ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen, fürs Daumendrücken, für die ganze Unterstützung von allen Seiten. Einmal danke an den Reezy. Danke an Johannes. Geiler Tag, Alter. Ja, sehr, sehr gut. Stark. Ja, haben wir gefischt. Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. B1 für das wunderbare Boot, bei den Mechanikern für den fetten Support, das Ding auch so aufzubauen in kürzester Zeit. Danke sagen, das tun wir natürlich noch mal bei uns in der Firma an alle, also ja, die ganze Firma, die hier mitgewirkt haben, bis hin zur letzten Sekunde das Boot fertiggestellt haben. Das waren noch mal auch die Boote. Ja, die Boote sind ja 3. Ja. Team ZEC, LMAB. Ja, ich 4. Ja, 4. Paule. Genau, Paule. Ganz lieben Dank an Honda Marine, Deutschland, Honda Marine Europe für den fantastischen Motor an unserer Akademieboot, in unserer Hornet. Ja, ganz lieben Dank natürlich an Garmin. Neue Ausstattung, Echo Map Serie, GPS Map Serie, der Garmin Force Kraken.
hat auch performt, auf jeden Fall. Ja, ganz lieben Dank natürlich an Hecht und Barsch. Kamerateam, die hier die ganze Woche voll durchgearbeitet haben, also die ganze Organisation, absolut top. Fantastisch. Vielen Dank. Vielen Dank an unseren Kameramann Jean, der musste viel mitmachen. Wir haben viel Quatsch erzählt zwischendurch. Vieles, was auch nicht im Video erscheint, zu Recht. Aber es war super lustig. Ich hoffe, er hatte auch ein bisschen Spaß, ungefähr so viel Spaß wie wir. We want to say thanks to Pekka, to Sweden. Sunline, unserem Sponsor, dass wir teilnehmen dürfen und die tolle Schnur fischen dürfen. So sieht's aus. Und bei allen, die wir vergessen haben, auf jeden Fall auch. Und von denen wir den Spot bekommen haben. Alles klar. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Paul. Thanks a lot, Mitch. Yeah, thanks a lot, Simon, and thanks you all guys for watching. Thanks for watching. See you maybe next year. Who knows? Ciao. Ciao. Thanks for the support, everyone, and we'll see you next year. Thank you. Thank you, buddy. See you guys. Bye bye. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Paul, danke an dich. Danke an dich, Tim. Macht's gut. Ciao, liken, kommentieren, abonnieren und hoffentlich bis nächstes Jahr. Ciao, ciao. Das ist Angeln. Uns hat es trotzdem riesen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt platt und ein bisschen demotiviert. Veggie, danke fürs Turnier. Und trotzdem her. Liken, kommentieren, abonnieren. Ciao. Für was es gereicht hat, sehen wir jetzt gleich. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, wir sind raus und hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Ciao. Ciao. First of all, I would like to congratulate all 8 teams for making it to the finals. Great performance in the group stage. It was already a very good run from all of you. But now I will announce only the 3 teams who will go home with the 6 medals and this trophy. The bronze medal winners had a fantastic lake day. They struggled a bit on the river, but bounced back right in time to make it to the finals. And today it was a bit the same. Started off as rockets in the morning, slow afternoon, but a last-minute fish and the best Zander score brings the bronze medals, the 3rd place, to Team Bite of Bleak with Jochen Elpers and Jonas Norberg. It's Jonas, so it's I corrected myself. The last minute Zander is our thing. Yeah, the last minute fish. Fuck. Okay. Jonas. Yes. It was your first YPC tournament. It was. Was it your first tournament in the Netherlands? It was the first time in Netherlands, so. Oh, and what do you say? Yeah, it's quite different, but I had a good guide, we could say. So yeah, we had a super good time and yeah, really nice to be here. Jochen, du bist auch zum ersten Mal beim YPC dabei gewesen? Ja, erste Mal, ja. Wie hat's dir gefallen? Ja, war richtig cool, aber dass wir Dritter geworden sind, unglaublich. Also war schon richtig cool, muss man sagen. Also ich bin froh, dass die Jungs aus Schweden tolle Produkte, super, alles cool, wirklich, und das so geliefert hat. Also ich muss sagen, diesen Exo-Shed ist ein bisschen ähnlich wie ein Shed, den ich halt immer angel in Albino IU, war ein Killer. Hat richtig gute Zander geliefert und ja, schon ein bisschen, also ich muss einfach nur sagen, sprachlos, wirklich. Also nach heute, wir hatten ein bisschen Probleme heute, muss man absolut sagen. Und, aber jetzt Dritter zu sein, vielleicht wäre mehr drin gewesen, aber wir sind I'm just happy about this. With my Swedish guy. And we have to say thanks a lot to Pekka. Pekka Fredriksson, he is the owner of Bite of Bleak, also Peter Fredriksson ist der Owner. Und ich habe die Jungs kennengelernt in Berlin auf der Messe und die haben mir Vertrauen geschenkt. Ich glaube, sie haben es jetzt erfüllt. 3. Platz, cool. Ziel war Final, jetzt Dritter zu werden. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Super. Okay. Ich gehe nach Hause. That brings us already to the silver medal winners. And this is a team with 2 very, very ambitious anglers. They try to get every information. They look on every single detail. They are very hard workers, and today the hard work paid off. One of the team already has a YPC gold medal, and him and his teammate can add a silver one now. Congratulations to Team B1 Boat Center with Frank Schaper and Tobias Hilgendorf.
Sehr gut. Danke. Wahnsinn. Sehr gut gemacht. Nun ist das nicht dein erster YPC-Triumph. Du hast schon mal Gold gewonnen. Genau, Bess am Wunder von Bolsena war auch eigentlich recht ungewöhnlich, aber fleißig. Und gut, vor 3 oder 4 Jahren haben wir begonnen eigentlich mit Tobi. Und da sind wir auch ins Finale gekommen, 4. geworden und jetzt 2. Platz. Wahnsinn, eigentlich super, super. Was war schwieriger, diese ganzen europäischen Top-Raubfischangler zu überbieten oder Mike Iaconelli zu schlagen? Ja, waren immer Leute dabei, also vom Team her muss man sagen, also dass wir immer Unterstützung hatten, das war wichtig. Wir hatten Bolsena, war das Glück, das war also wie so ein Hafenschlag, das war mein Thema, dass ich da damals Carlo kennengelernt habe und diesmal war es eigentlich ja, mehr Roberto, also Management eigentlich letztendlich und war der Fleiß und zur richtigen Zeit am richtigen Spot. Immer Vollgas. Ja. Immer Vollgas. Ich glaube, du hattest jetzt 4 verschiedene Teampartner, wenn ich richtig gezählt habe. Wer ist der Beste? Tobi ist auf jeden Fall der fleißigste, also da ist das Battle eigentlich auf dem Boot, ist immer mehr. Also da, ich würde mal sagen, wenn Mobbing wäre, ist das schon... Tobi, dein YPC-Comeback? Mein YPC-Comeback, genau, 2022 war das erste Mal mit Frankie. Danach bin ich zum zweiten Mal Papa geworden. Genau, meine Tochter ist jetzt 2 Jahre. Jetzt durfte ich endlich wieder teilnehmen. War heiß ohne Ende. Wir haben ja extra als Kumpels eine Leinwand gekauft und haben einen Beamer und alles und verfolgen jede Sendung und feiern das ab. Und es ist einfach ein Traum, das mitzuerleben. Gerade mit diesen ganzen, wir nennen sie immer 007-Agenten, die hier alle teilnehmen. Alle Wahnsinnstypen aus ganz Europa. Und da dabei zu sein und jetzt natürlich noch einen 2. Platz zu machen, ist ein Traum. Also, und wir haben noch Luft nach oben, also von daher ist alles gut. Also wir freuen uns. Da bin ich ganz sicher. Männer, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Danke. Klasse. Klasse. Vielen Dank. Only 2 medals left and the trophy. The winners of the YPC boat 2025 changed their tactics before the final day, changed the water. They had 3 senders of 70 and more, 2 perch of 47 and more, and the single meter pike in the finals. Congratulations to Team LMAB. Junge, das gibt's ja nicht. Wie geil ist das denn? Oh, danke, Franco. Jetzt bin ich aber... Ja, Gott sogar. So, die hier nämlich. Oh, nee! Junge. So. So, Jungs. Ihr dürft auch noch was zu beitragen hier. Heute. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall erstmal. Danke. Ihr habt einen vielleicht riskanten Move gemacht. Ihr habt euch eigentlich hauptsächlich auf anderen Gewässern vorbereitet, aber dann vor 2 Tagen entschieden, es soll doch ein anderes Gewässer fürs Finale werden. Woran lag das? Wie kam es zu dieser Entscheidung? Also es ist lustig, weil dieser junge Mann hat trainiert. Einen Tag mit dem LMAB Week Gewinner auf dem Volkerak und der Tag war krass. Er hat 2 PBs gefangen, wir hatten Meterhecht, gute Zander, gute Barsche und haben uns dann trotzdem entschieden, die Vorrunde im HV zu angeln, weil wir da größere Fische vermutet hatten. Das Training war ein bisschen schwieriger, aber wir haben große Fische gefangen und wir wussten, wir haben noch einen 2. Tag auf dem Fluss, wo wir quasi, wenn es nicht so gut läuft, noch Fische dazu buchen können. Und dann haben wir noch einen Tag im Volkerak trainiert, war wieder krass. Ja. Und wir haben schon dann jetzt nach der Vorrunde. Genau. Und aber in der Vorrunde haben wir schon gesagt, wenn wir ins Finale kommen, Fisch war Volkerak. Das war schon, also das stand wirklich fest. Wir haben nach dem Training gestern dann, also einen Tag jetzt vor dem Finale, einfach auch gesagt, das ist das Beste, weil du so viele verschiedene Arten hier fangen kannst, die auch echt gute Größen haben. Die Zander waren unglaublich gut drauf. Der Meterhecht am Schluss ist einfach dann auch der Lucky Shot, den du brauchst, um das Turnier hier zu gewinnen.
ich meine, guck dich um, guck dir die Scores an in der Vorrunde von den Leuten, die hier mitfischen. Das war unfassbar. Deswegen, wir hätten ganz ehrlich nicht so ganz damit gerechnet, jetzt Ich kann euch verraten, dass ihr, glaube ich, den Meterhecht gar nicht gebraucht hättet, um zu gewinnen. Krass. Tatsächlich. Ach du meine Güte, okay. Also, aber gut, zum Glück den 68er Zander auch nicht. Ja, gut, okay. Also man muss auch sagen, wir hatten heute Morgen sehr viel Pech. Das muss man jetzt auf jeden Fall erstmal sagen. Nein, das ist wirklich so, weil wir haben uns sind ganz viele, die Zuschauer werden es ja gesehen haben, und sind ganz viele Sachen schief gelaufen, auch Haken abgebrochen, also so Sachen, alles, die eigentlich nicht haben darf, nie passieren. So, ne? Und von daher haben wir irgendwie gedacht, da ist der Wurm drin, aber wir haben einfach weiter unseren Plan durchgezogen und am Ende stehen wir hier mit Gold in der Hand. Cheers. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Leute, das war der YPC Boat 2025. Ich verabschiede mich. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben würdige Gewinner auf jeden Fall. Wir hatten ein richtig geiles Turnier. Die letzten Worte dieser Staffel gehören wie immer dem einzigartigen Charles Rettinghaus. Macht's gut, ciao. Das war sie also, die 4. Staffel des YPC Boat. Ein Turnier auf unfassbar hohem Niveau mit vielen Emotionen, atemberaubenden Wendungen und schließlich einem verdienten Sieger. LMAB holt sich den Titel und der Zeitpunkt hätte kaum besser gewählt werden können, denn er markiert zugleich das Ende einer Ära. Enrico verabschiedet sich mit diesem Triumph als Produktentwickler bei LMAB und gibt das Zepter weiter an Johannes, der künftig offiziell als Brandmanager der Berliner Marke fungieren wird. Ein großer Schritt für den Österreicher, der hier einmal mehr bewiesen hat, warum er trotz seiner noch relativ jungen Karriere schon jetzt zu den besten Raubfischanglern Europas zählt. Gratulation natürlich auch an die anderen Medaillisten. Dem B1 Boat Center gelingt mit Silber nach dem Basswunder von Bolsena der zweite große YPC-Erfolg. Die Newcomer von Bite of Bleak belohnen sich für ihr fantastisches YPC-Debüt, hochverdient mit der Bronzemedaille. Wir bedanken uns natürlich auch bei den anderen Finalisten und allen 16 weiteren Teams, die dieses Format dank akribischer Vorbereitung Jahr für Jahr auf das nächsthöhere Level heben. Dank gebührt wie immer auch unserem nimmermüden Produktionsteam, unseren treuen Sponsoren und nicht zuletzt natürlich euch, den Zuschauern, ohne die es dieses Format nicht geben würde. Auf diesem Kanal geht es zeitnah weiter mit dem nächsten Turnier, dem YPC Bass. Spannende Angler aus der ganzen Welt sind dafür mit Sack und Pack bzw. Boot und Tackle nach Sardinien gereist, um auf malerischen Gewässern mit großem YPC-Rekordpotenzial die Bass-Krone auszufechten. Am 18.05. um 18 Uhr geht's los. Bis dahin ganz viel Petri beim Start in die Hechtsaison und vielen Dank für eure Unterstützung bei hecht-und-barsch.de oder im LMAB-Fachhandel. Mein Name ist Charles Rettinghaus und bis wir uns zur Bass-Auftakt-Episode wieder hören, verbleibe ich mit einem vorfreudigen Ciao.